Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir haben Tag 3 der Quarantäne, ist für mich angebrochen und ja, Status-Update immer noch unverändert. Heute kam Reizhusten dazu, interessiert euch bestimmt, ja, brennend auf jeden Fall. Und ja, ich habe noch ein paar kleine Neuigkeiten für euch. Ja, und zwar ist ein bisschen was dazugekommen an neuen Backends. Ja, in letzter Zeit kam hier einiges dazu. Ich zeige euch das mal hier in der SF-Taverne. Und ja, hier sind ein paar Server mit dazugekommen, die jetzt auch das neue Backend erhalten haben. Das sind meistens irgendwelche Server, die wahrscheinlich eher gering besiedelt sind, sage ich mal, jetzt nicht so die aktivsten, ne? Aber wollte ich euch auf jeden Fall einmal zeigen, was hier abgeht, ne? Damit wir da auch auf dem neuesten Stand sind. Und wir haben natürlich auch schon, wie in-game, bereits die Nachricht erhalten, ein paar neue Events zum Wochenende. Ja, das steht auch hier in der Post. Hier steht es noch nicht in der Post. Wo stand es denn in der Post? Ich glaube auf W50 hier, ne? Ja, Prachtparade der Pilze. Also, Entschuldigung, gestern konnte ich ja noch sprechen, ohne zu husten. Heute kam halt, wie gesagt, dieser Reizhusten dazu, ja. Das macht es für mich natürlich ein bisschen umständlicher hier, sag ich mal, aber es geht auf jeden Fall. Prachtpilze der Pilze, den Prachtparade der Pilze, Epic Gut Glück, Glückstag, Fest der Festung, Tag des Heißen Eisens und Auraler Großputz haben wir jetzt das Wochenende, ja. Ansonsten zocke ich neben Shakes and Fidget viel Hearthstone bei mir jetzt so privat in der Zwischenzeit, weil sonst, was willst du sonst großartig in der Quarantänezeit machen? Klar, man könnte auch die Zeit natürlich irgendwo nützlich verbringen, gestalten, ja. Aber ich hatte auch mal wieder Lust, ein bisschen rein zu grinden und ja, da hatte ich vorher ja nicht wirklich, Entschuldigung, die Zeit zu gehabt, ne? Und ja, wir befinden uns heute hier auf S31, auf dem Main-Server natürlich wieder unschwer zu erkennen. Und wir sehen, dass wir hier Stufe 598 bereits erreicht haben. Ja, das ist sehr cool. Wodurch ist das zustande gekommen? Natürlich durch das Kalender-Level-Up, was wir hier heute gegrabt haben. Habe ich leider schon, ich habe nicht dran gedacht. Sonst hätte ich es gleich live im Video mit gehabt und dann hätten wir zusammen live die Stufe erreichen können. Aber jetzt haben wir so Stufe, oder Tag 20 erreicht und dadurch eine neue Stufe hier aufgestiegen. Und jetzt fehlen uns tatsächlich nur noch knapp 1,5 Level bis zur magischen Grenze, bis zum großen Zwischenstep, bis zum ganz großen Meilenstein, bis zum großen Ziel Stufe 600. Das ist für mich was sehr, sehr Besonderes und es dauert unglaublich lange. Ja, Leute, die einen Account auf der Stufe haben, wissen, wovon ich rede. Vor allen Dingen, wenn man auf Gold geht, ist der Stufenaufstieg nachher im Late Game super, super langwierig. Und umso mehr freue ich mich, dass wir hier wieder eine große Rundung, ne, wieder drin haben hier in dem Account und da einfach eine 6 vorne stehen zu haben. Das ist eine sehr, sehr coole Sache und dann bin ich auch endlich im Club der 600er angekommen, was natürlich, ja, wo ich mich natürlich ziemlich drüber freue. So gesehen, ja, hast du natürlich keinen großartigen Unterschied, ob du jetzt nur 599 oder 600 ist jetzt wirklich stat-technisch oder irgendwie so gesehen, es ist halt einfach nur ein Prestige, sag ich mal. Und ich finde, das sollte auch irgendwann mal hier im Sammelalbum auch gewertschätzt werden. Da sollte mal eine neue Seite hinzugefügt werden. Aber ich bin guter Zusicht, dass da noch einige Achievements noch auf uns warten werden. Das Ding kannst du hier unendlich erweitern und ich hoffe und ich glaube, das wird auch in Zukunft noch gemacht werden. Ja, ohne da jetzt irgendwas im Vorfeld wissen zu können, ne? Ja, ansonsten, wie gesagt, ich hatte ja mir als Ziel gesetzt, 600 zu erreichen, bis zum nächsten Legendary Dungeon. Ich glaube, das sollte machbar sein. Ich denke, das ist kein Problem. Ist nur die Frage, wie werden wir es erreichen? Ich gehe davon aus, das wird über das Kalender-Level-Up wieder stattfinden, weil jetzt nicht mehr sehr viele Tage am Start sind. Wir müssen jetzt nochmal 20 Tage warten bis zum nächsten Stufenaufstieg und in 20 Tagen schaffe ich es nicht,
auf Stufe 600 so zu kommen. Ich werde wahrscheinlich auf 599 irgendwo enden, ja, was weiß ich, irgendwie 599 und dann vielleicht so viel oder so viel oder so viel. Ich weiß es nicht, wie viel ich in den Tagen bis dahin gemacht habe. Die Erfahrung tracke ich weniger. Ich tracke eher das Gold, was reinkommt, aber Erfahrung gucke ich nicht so drauf. Und dann werde ich irgendwie 599 sein und in 20 Tagen schaffe ich das nicht, das komplette Level voll zu machen, plus nochmal das Stückchen hier. Und deswegen wird es wahrscheinlich ziemlich unspektakulär werden und ich werde mit dem Login-Bonus, mit dem Kalender-Level-Up wahrscheinlich die 600 knacken. Ja, ist jetzt nicht die coolste Variante. Entschuldigung, tut mir echt leid. Ist jetzt nicht die coolste Variante. Cooler wäre es natürlich über, was weiß ich, über Alu, Glücksrad oder vielleicht sogar hier eine Akademie, das ein bisschen was abholen. Oder übers, wie gesagt, übers Questen oder so. Wäre natürlich cooler irgendwo. Oder am coolsten wäre es natürlich durch einen Dungeon, den man schafft, aber das ist auch überhaupt nicht machbar. Kein Stück, kein Millimeter rückt sich hier genauso wenig. Das geht überhaupt nicht. Da habe ich noch zu geringe Stats auf jeden Fall für und deswegen, wird es wahrscheinlich auf diesem Wege denn so enden. Oh, Wucherer-Dschungel, okay. Da müssen wir drauf achten. Ja, genau. Und deswegen predikte ich auf jeden Fall, dass es dann so sein wird. Ne? Und dann könnte es ja dann schon tatsächlich sein, ich sammle mal ein bisschen Ressourcen hier, ein paar Ressourcen für die Mine. Ne? Wir haben halt bald hier wieder volle Ressourcen, um halt die Mine hier wieder auszubauen und in 2 Tagen ist das Ding schon wieder fertig. Und bis dahin muss ich die Ressourcen auch zusammen haben. Deswegen, wenn hier mal Holz und Steine angeboten werden, Entschuldigung, sobald ich einatme, muss ich husten. Das hat sich komplett verändert zu gestern. Gestern konnte ich die ganze Zeit durchlabern, ohne zu husten. Ja, heute ist das komplett anders irgendwie. Morgen wird es wahrscheinlich wieder anders sein. Ja, also ist auch irgendwie so ein bisschen eine Überraschungstüte hier, was ihr von mir hier jeden Tag von mir bekommt. Ne? Und wie gesagt, normalerweise Gold und Kristalle ist hier der Main-Fokus. Aber wenn mal ein bisschen Ressourcen sich anbieten, dann grab ich die auf jeden Fall auch. In Hinsicht auf den Minenausbau, weil ich da halt auch immer stetig und ständig eine Produktion im Gange halten will und am besten keinen Leerlauf da drin haben möchte, aber ja, wenn es nicht anders geht, dann geht es halt eben nicht anders und jo. Ansonsten, so sieht es auf meinem Main-Account aus. Wir haben ja auch den Stufenaufstieg hier auf W27 gemacht und hier sind wir Stufe 550 geworden, was auch ein sehr cooler Meilenstein ist. Das ist ja schon die Hälfte zu 600. Und da sieht man mal, wie schnell man heutzutage aufholt, weil der Char, der ist halb so alt wie mein Main-Char. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Der ist halb so alt, ne? Der ist nochmal 4 Jahre jünger als mein Main-Char. Und der ist 550. So, da sieht man erstmal, wie schnell man aufholen kann, aber man sieht nachher auch später, wie lange es nachher dauert, die letzten 50 Level voll zu machen, bis zur magischen Stufe 600. Ne? Also ich erzähle hier wirklich kein Bullshit. Wer hier in diesem Bereich sein sollte, der weiß auf jeden Fall, was hier abgeht. Und ihr könnt auf jeden Fall sicher sein, auf was ihr euch noch gefasst machen könnt, wenn ihr vorhabt, auf jeden Fall ein bisschen länger Shakes and Fidget zu spielen. Und was ich natürlich sehr hoffe. Denn wie gesagt, mir persönlich macht am meisten das Late-Game Spaß. Und hier die einzelnen Meilensteine hier so zu erreichen. Und ja, da erfreue ich mich auf jeden Fall dran. Gut, Leute, Entschuldigung, ich muss aber Schluss machen für heute. Ja, ein bisschen kürzeres Video als sonst. Ich habe die 10 Minuten jetzt, die 10-Minuten-Marke, die ich mir sonst immer persönlich setze, nicht ganz erreicht. Aber irgendwie kitzelt es heute auf jeden Fall sehr im Hals. Und habe aber trotzdem mein Bestes gegeben. Gibt hier trotzdem weiterhin Daily SF-Content und mein Status-Update. Ne? Und ja, das lasse ich mir auf jeden Fall nicht nehmen. Und das wird auch immer so sein, solange es noch was zu zeigen gibt, sag ich mal. Ne? Solange ich mir noch ein bisschen was aus den Fingern saugen kann. Alles klar, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr bleibt gesund. Und falls ihr auch irgendwie, keine Ahnung, momentan erkältet seid oder Corona oder was weiß ich, dann wünsche ich euch auf jeden Fall auch gute Besserung. Und ja, lasst euch nicht unterkriegen. Ne? Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.